Hallo an alle Lego-Freunde, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe heute mal ein bisschen was anderes vor. Mein Kanal heißt ja Sets, Mocs and Figures. Ja, und viele Sets habe ich euch ja schon gezeigt, auch mit ein paar B-Modellen. Und auch einige Mocs habe ich präsentiert, insbesondere von meiner Lego Mittelalterwelt und meiner Pirateninsel. Und deswegen dachte ich mir, wir gucken uns jetzt mal ein paar Minifiguren an. Ich habe ganz schön viel davon, insgesamt wahrscheinlich ein paar hundert. Ich habe es nie gezählt, ich spiele aber auch keine Geige. Jedenfalls sind das Minifiguren aus ganz vielen verschiedenen Themen. Ich habe hier einfach mal ein paar aufgebaut. Ihr seht Piraten, ihr seht Ritter, ihr seht Minifiguren aus der City-Welt, aus dem Weltraum, also quasi aus der Space-Serie von Star Wars und so weiter und so fort. Irgendwo schwirren hier auch noch ein paar Ninjago-Figuren rum in meiner Sammlung. Ähm, Es sind viele. Und das schaffe ich gar nicht in einem Video alle zu zeigen. Und deswegen dachte ich mir, ich beginne heute mal mit dem ersten Video. Und da wollte ich euch mal die Minifiguren aus meiner Lieblingsserie zeigen. Und das sind natürlich die Ritter aus der Castle-Reihe. So, umgebaut ist und auch die Castle-Figuren sind am Start. Genau wie mein Präsentationsfeature, das darf natürlich nicht fehlen. So, und da habe ich die erste Minifigur auch schon. Ich nenne ihn immer so den Landstreicher. Mir kommt es natürlich hier insbesondere auf das Oberteil an. Ich finde das deswegen so cool, weil es relativ flexibel einsetzbar ist. Hier mit einer Axt als Holzfäller. Man kann das auch mit einer Mistforke dann als Bauer einsetzen, beziehungsweise auch als Stallbursche in einer mittelalterlichen Burganlage, die man sich gebaut hat. Von daher einer meiner Favoriten aufgrund der Flexibilität. Es wurde auch relativ lange gebaut, von 1984, ich glaube bis 98, in einer Unmenge von Sets, unter anderem auch in der 6103. Das war das Set mit den 6 Minifiguren. Quasi die Ritter von den Black Falcons und den Lion Knights waren noch dabei und da gehörte das auch schon zu. Wenn man es übertreiben wollte, könnte man ihn sogar als Piraten einsetzen. Ich habe hier mal einen vorbereitet. Genau, wie gesagt, aufgrund der Flexibilität eindeutig einer meiner Favoriten. So, da kommen wir auch mal direkt zur nächsten Figur. Und zwar darf natürlich in keiner Favoritenliste fehlen Robin Hood. Genau. Hier in der Version mit den roten Ärmeln und dem braun-grünen Oberteil habe ich direkt aus diesem Set hier rausgenommen, aus der 6054, aus dem Forest Man's Hideout. Die Figur gab es aber noch in ganz, ganz vielen anderen Sets, wurde gebaut, glaube ich, so von 87 bis 1990, auch in anderen Farbvariationen. Hier zum Beispiel die Variante in Blau und relativ selten gab es noch hier die Variante in Schwarz. Ich glaube, die gab es nur in einem Set. In der 6066 im Camouflaged Outpost. Wie gesagt, die Version hier zwar ein bisschen öfter, aber ich finde, dieses Rot-Braune passt am besten zu Robin Hood. Und ja, wie gesagt, der Superheld des Mittelalters, Robin Hood, der darf meiner Meinung nach in keiner Favoritenliste fehlen. So, und jetzt komme ich noch zu der Minifigur, die wirklich über Jahre hinweg meine absolute Lieblingsminifigur gewesen ist. Das ist nämlich dieser Ritter hier von den Black Falcons. Klassischer Ritter aus dem Jahr 84, ohne viel Schnickschnack, schwarzer Helm, schwarz-blauer Torso, schwarz-rote Hose. Ziemlich schlicht, aber das gefällt mir, glaube ich, ganz besonders gut daran. Ich habe ihn hier mal ausgestattet mit Schild und Schwert, wie es sich gehört für einen klassischen Ritter. Den gab es in vielen Sets, unter anderem hier in der 6035 im Castle Guard. Natürlich gab es den auch in der 6074 in der Black Falcons Fortress, ganz klar. Wie gesagt, über Jahre hinweg meine Lieblingsminifigur, wurde dann allerdings ein bisschen übertroffen durch seine eigene Überarbeitung, hier durch seinen Nachfolger. Der kam dann raus, ich glaube 2021 war es, im Lion Knights Castle. Und hier ist die Überarbeitung mal wirklich zum Positiven ausgefallen, muss ich sagen. Der neue Torso ist schon echt stark, mit den Armen in Dark Pearl Grey, mit dem angedeuteten Kettenhemd und den schwarzen Handschuhen. Ich habe ihm hier noch ein paar Beine gegeben, die nicht original sind. Ich glaube, die sind von ein paar Orks, aber passen halt farblich ziemlich genau dazu. Ja, der neue Helm, das neue Schild, alles nochmal ein Level besser als die klassische Version, finde ich. Ich habe ihm hier nochmal einen schwarzen Speer gegeben. Das sieht schon ziemlich martialisch aus. Ich finde das cool so. Genau. Deswegen jetzt das meine aktuelle Lieblingsminifigur. Genau. So. Für heute soll es das jetzt aber auch gewesen sein mit Minifiguren. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht, was ich über Minifiguren mache. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Thema dann dran sein soll. Ob es die Piraten sind oder Space oder Star Wars. Ich bin gespannt. Ja, und dann bleibt mir nur noch, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.